Hallo liebe Freunde meines Kanals, ich bin Alex von Alex Travels und heute sind wir im wunderschönen Kärnten in Österreich. Wir schauen uns die schönste Panoramastraße in Österreich und wahrscheinlich in ganz Europa an. Wir sind auf der Großglockner Hochalpenstraße. Dort hinten seht ihr schon die wunderschöne Bergkulisse. 48 Kilometer Traum von Natur und Freiheit. Wir schauen uns das zusammen an. Bleibt also dran und wir fahren jetzt mal los. Die Großglockner Hochalpenstraße ist eine der faszinierendsten Panoramastraßen in Europa. Die Alpenstraße eröffnet auf 48 Kilometer die traumhaft schöne Natur im Nationalpark Hohe Tauern. Umgeben von einer spektakulären Bergwelt führt die Fahrt in hochalpine Regionen bis auf 2571 Meter Seehöhe. Wir sind jetzt von Heiligenblut in die Großglockner Hochalpenstraße reingefahren und ihr bekommt dann sogar einen Aufkleber als Erinnerung. Ihr bekommt natürlich einen Prospekt mit Infos und wir fahren jetzt mal los. Mit 36 Kehren führt die Großglocknerstraße tief ins Herzen des größten Nationalparks in Österreich. Der Nationalpark Hohe Tauern liegt mit 1800 Quadratkilometern Fläche in den Bundesländern Kärnten, Tirol und Salzburg. Auf der Fahrt gibt es viele Haltemöglichkeiten am Straßenrand, um traumhafte Ausblicke auf die Gebirgsmassive und die wunderschöne Landschaft zu haben. Auf dem Weg erleben Besucher fantastische Ausblicke und atemberaubende Naturschauspiele. Die Großglockner Hochalpenstraße führt an grünen Berghängen, felsigem Geröll, schneebedeckten 3000ern und bunten Blumenwiesen vorbei. Das Rauschen der Wasserfälle, die schrillen Pfiffe der Murmeltiere und das Plätschern der Bergbäche untermalen die abwechslungsreiche Fahrt über die höchstgelegene Panoramastraße in Österreich. Da wir über die Kassenstelle Heiligenblut auf die Großglockner Hochalpenstraße gefahren sind, ist das absolute Highlight bereits nach guten 12 Kilometer erreicht. Die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe auf 2369 Meter Seehöhe bietet spektakuläre Ausblicke auf den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner mit 3798 Metern. Wir sind an der Kaiser-Franz-Josef-Höhe angekommen. Das Highlight hier auf der Panoramastraße. Da gehen wir natürlich gleich hoch. Aber vorher genießen wir natürlich noch die Aussicht, die wir uns nachher noch ganz genau anschauen, auf den Großglockner und die wunderbare Bergkulisse hier auf dem Berg. Was die Leute fast noch mehr interessiert, ist hier unten hinter der Mauer. Das war die Murmeltiere. Bei einem Besuch der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe kommt man nicht an den zahlreichen Murmeltieren vorbei, die sich hier der Aufmerksamkeit der Besucher gewiss sind. So weisen Schilder darauf hin, wo hinter der Mauer die Murmeltiere auf etwas Leckeres zu fressen warten. Denn natürlich sind die Touristen immer gerne bereit, etwas für einen kurzen Augenblick mit den Murmeltieren mitzubringen. Kaiser-Franz-Josefs-Höhe liegt auf 2369 Meter Höhe und bietet einfach hervorragende Ausblicke auf den Großglockner, aber auch auf die anderen Berge hier in der Region. Gehen wir mal hoch. Die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe ist nicht nur ein Gebäude, wir sind jetzt durch dieses Gebäude hochgekommen. Dort unten sind die Murmeltiere, wenn man über die Mauer schaut, und wir haben dort geparkt, sondern ist eine ganze Anlage. Wenn ihr hier rüber schaut, dann seht ihr dort oben die Aussichtsplattform mit der besten Sicht auf den Großglockner. Hier oben ist das Kaiser-Franz-Josef-Haus mit einem Kaisersaal mit Ausstellungsstücken und natürlich einer Sonnenterrasse und einem Restaurant. Und all diese Gebäude sind verbunden mit Wegen und die Wege sind kurz. Aber ich würde sagen, wir gehen mal rüber zur Beobachtungswarte, schauen uns den Großglockner an, den höchsten Berg Österreichs, und wir schauen uns die Pasterze an, den größten Gletscher. Und schaut euch diesen Ausblick hier an auf den Großglockner. Direkt bei der Aussichtswarte über dem Besucherzentrum und kurz vor der lebensgroßen Statue von Kaiser Franz Josef hat sich eine Murmeltierekolonie niedergelassen.
Die Tiere sind teilweise so zutraulich, dass sie tatsächlich das Futter aus der Hand nehmen. Einige lassen sich dabei sogar streicheln. Natürlich nur, solange noch etwas zu futtern nachkommt. Ob die Vorfahren dieser Murmeltiere bereits Kaiser Franz Josef und seine Begleiter hier getroffen haben, bleibt ein ewiges Geheimnis. Heute sind die an Menschen gewöhnten Murmeltiere auf jeden Fall die heimlichen Stars bei der Kaiser Franz Josefs Höhe. Auf jeden Fall gehören sie zu den meist fotografierten Murmeltieren weltweit. Benannt wurde die Kaiser Franz Josefs Höhe nach dem Habsburger Regenten. Im Jahr 1856 besuchte Kaiser Franz Josef zusammen mit seiner Gemahlin Kaiserin Elisabeth, genannt Sissi, das Großglocknergebiet in Kärnten. Diese Gelegenheit nutzte der bergbegeisterte Kaiser, um von Heiligenblut aus mit mehr als 100 Begleitern eine mehrstündige Wanderung bis auf diesen Sattel oberhalb der Pasterze zu machen, der seither seinen Namen trägt. Von hier aus bewunderte Kaiser Franz Josef den 3798 Meter hohen Großglockner und den Pasterzengletscher. An diesem Punkt erinnert eine Statue zu seinen Ehren an den majestätischen Besuch. Aber gehen wir mal hoch auf die Aussichtswarte. Die Wilhelm-Swarovski-Beobachtungswarte bietet den Gästen viele interessante Informationen über das Großglocknergebiet und leistungsstarke Ferngläser, mit denen zum Beispiel Steinböcke in freier Wildbahn beobachtet werden können. Zumindest wenn man wie wir das Glück hat, welche zu sichten. Übrigens symbolisiert der Turm aus Glas und Holz einen Bergkristall. Hier oben natürlich auch eine traumhafte Aussicht. Hier seht ihr die Pasterze. Wir sind jetzt zum Besucherzentrum der Kaiser Franz Josefs Höhe gelaufen. Und ihr seht, es ist enorm groß hier, diese Aussichtsplattform. Denn wenn hier viel los ist, ist hier wirklich viel los auf der Großglockner Hochalpenstraße und dann braucht man dementsprechend viel Platz. Denn schließlich will jeder den Großglockner bewundern. Hier gibt es auch ein Infozentrum vom Nationalpark Hohe Tauern. Ein wunderschöner Nationalpark. Ihr solltet wirklich mal hierher kommen. Der atemberaubende Ausblick von der Aussichtsplattform des Besucherzentrums auf die Schneefelder und Flanken des Großglockners und der umliegenden 3000er hat uns nicht mehr losgelassen. Mit dem Großglockner, dem Johannisberg und dem Fuscher-Karkopf, um nur einige bekanntere zu nennen, ist der Ausblick von der Kaiser Franz Josefs Höhe auf 2369 Metern Seehöhe unbeschreiblich schön. Schweift der Blick nach unten, dann liegt hier majestätisch die Gletscherzunge von Österreichs größtem Gletscher, der Pasterze. Mit der Gletscherbahn können Besucher näher an die Pasterze fahren. Alternativ führt auch ein Weg hier hinunter. Mit einer Länge von knapp 8 Kilometer und fast 16 Quadratkilometer Fläche ist die Pasterze der größte Gletscher Österreichs. Dort, wo heute das Wasser zu sehen ist, war früher alles gefrorenes Eis. Mit einer Länge von heute noch fast 8 Kilometer ist die Pasterze der längste Gletscher der Ostalpen. Nachdem wir uns jetzt fast 2 Stunden an der Kaiser Franz Josefs Höhe aufgehalten haben, weil sie einfach riesig ist und wunderschön natürlich von dort aus der Blick, fahren wir jetzt weiter auf der Großglockner Hochalpenstraße. Unser Ziel ist das Hochtor und der Weg dorthin führt uns durch die wunderschöne Bergwelt des Nationalparks Hohe Tauern. Am Hochtor sind wir am Scheitelpunkt der Großglockner Hochalpenstraße angekommen. Das Hochtor zählt zu den historisch bedeutsamsten Punkten auf der Hochalpenstraße.
Die Passhöhe und der Scheitelpunkt sind hier erreicht. Und hier oben ist ebenfalls eine traumhafte Aussicht auf die Bergkulisse hier. Eine wunderschöne Panoramastraße hier in Kärnten. Und wir fahren jetzt durchs Hochtor direkt nach Salzburg. In der Mitte des Tunnels weist ein Schild auf den Übergang von Kärnten zu Salzburg hin. Denn genau hier findet sich die Landesgrenze zwischen Salzburg und Kärnten. Und am anderen Ende des Hochtors seid ihr dann im Land Salzburg. Die Fahrt auf der Großglocknerstraße ist ein spektakuläres Naturschauspiel und wir sind von der Schönheit der Natur im Nationalpark Hohe Tauern begeistert. Die schönste Panoramastraße, die wir in Europa jemals gefahren sind, das ist sicher. Jetzt freuen wir uns auf die nächsten Stationen mit dem wunderschönen Fuschertörl und der Edelweißspitze. Davor kommen wir noch zur Fuscher Lake mit dem bekannten Murmeltierwirt. Wir sind jetzt an der Fuscher Lake angekommen. Ein kleiner Bergsee wurde von Franz Wallach aufgestaut. Wunderschön gelegen hier auf der Hochalpenstraße. Wer möchte, der kann hier einen kleinen Rundweg um den See machen. Dafür braucht man ca. 10 Minuten. Auf der anderen Straßenseite befindet sich der Mankai-Wirt. Der Betreiber des Gasthauses, der Wirt Herbert, fand an einem Frühlingstag ein sehr geschwächtes Murmeltier im Schnee liegen. Kurz entschlossen nahm er das Murmeltier nach Hause und pflegte es wieder gesund. Das Murmeltier dankte es und blieb bei der Familie. Und er gab dem Murmeltier natürlich auch einen Namen: Murmi. Da Murmi gerne einmal auf der Schulter des Wirtes saß und sehr zutraulich zu Menschen ist, wurden auch die Gäste mit dem zahmen Murmeltier bekannt. Fahren wir mal weiter. Nach einer kurzen Fahrt sind wir am Fuschertörl auf 2428 Meter Seehöhe angekommen. Hier erleben wir eine der grandiosesten Aussichten auf die fantastische Bergkulisse mit dem Großglockner, dem Fuscherkarkopf und dem großen Wiesbachhorn. Schweift der Blick nach unten, dann liegt das wunderschöne Fuschertal vor uns. Der Ausblick auf die Hochgebirgslandschaft ist spektakulär. Auf der Aussichtsplattform haben Besucher den besten Blick auf den König der Alpen, den Großglockner und die umliegenden Berggiganten. Wow, schaut euch das an und genießt es. Am Fuschertörl steht das Holzmeisterdenkmal. Es ist ein massiver Steinbau mit einem pyramidenartigen Dach. Eine Gedenkstätte am Fuschertörl für die beim Bau der Großglocknerstraße ums Leben gekommenen Arbeiter. Ihre Namen sind in der Gedenkstätte auf einer Tafel aufgeführt. Die Inschrift über dem Eingang der Gedenkstätte soll ewig an ihr Opfer erinnern. Dort steht geschrieben: Die Steine der Erde verkünden deinen Ruhm. Das Denkmal soll auch an die beiden Gründerväter der Großglockner Hochalpenstraße erinnern, dem Salzburger Landeshauptmann Franz Rehrl und dem Bauingenieur Franz Wallach. Immer noch sehr beeindruckt von den spektakulären Ausblicken auf die Bergkulisse am Fuschertörl fahren wir weiter zur Edelweißspitze, dem höchsten befahrbaren Punkt auf der Großglockner Hochalpenstraße. Über eine 1,6 Kilometer lange Stichstraße geht es hoch bis auf 2571 Meter Seehöhe. Mit 6 Kehren und einer maximalen Steigung von 14% geht es weitere 177 Höhenmeter nach oben auf die Edelweißspitze. Auf dieser Strecke ist noch das originale Kopfsteinpflaster erhalten. Dieses Kopfsteinpflaster wurde einst über die komplette Panoramastraße befahren.
Die Edelweißspitze auf einer Höhe von 2571 Metern ist der höchste mit dem Auto erreichbare Punkt auf der Fahrt über die Großglockner Hochalpenstraße. Gleichzeitig ist es der höchste Berggipfel, der in Österreich mit dem Auto erreicht werden kann. Durch das Abtragen für den Ausbau der Parkflächen verlor die Edelweißspitze einige Höhenmeter. Aus diesem Grund ließ Franz Wallach hier den heute noch stehenden Aussichtsturm erbauen. Damit ist der höchste Aussichtspunkt auf der Großglockner Straße immer noch 2571 Meter hoch. Die Aussicht vom Aussichtsturm ist fantastisch. Ein 360-Grad-Blick in die wunderschöne Bergwelt mit den umliegenden 3000ern macht uns fast sprachlos. Demutgebietend und erhebend zugleich, die umgebende Landschaft mit ihren Giganten flößt uns Ehrfurcht ein. Immer noch sehr beeindruckt von der Edelweißspitze sind wir bei Kehre 14 am oberen Nassfeld angekommen. Die Passstraße führt nun hinunter zur nächsten Station, dem Haus Alpine Naturschau. Auf 2260 Meter Seehöhe sind hier Ausstellungen zur Ökologie im Hochgebirge und Kristalle, Schatz der Hohe Tauern zu sehen. Wir sind am Haus Alpine Naturschau angekommen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier eine Ausstellung besuchen. Oder ihr genießt die wunderschöne Aussicht hier drüben. Faszinierend sind die großen Bergkristalle, die hier ausgestellt sind. Dazu gibt es im Haus ein Murmeltiere-Kino. In der Allee der Steine können Besucher die Gesteinsarten im Nationalpark Hohe Tauern sehen, fühlen und erleben. Das Gestein des Großglocknergipfels ist hier natürlich auch ausgestellt. Das Brasinit entstand aus Lava am Ozeanboden. Der wahrhaft grandiose Blick auf das große Wiesbachhorn und das Salzburger Panorama sollte kein Besucher der Großglockner Hochalpenstraße verpassen. Falls euch das Video bisher gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen dicken Daumen nach oben gebt und meinen Kanal unten abonniert. Das hilft mir und meinem Kanal sehr. Vielen Dank und wir fahren jetzt weiter. Die Fahrt über die Großglockner Alpenstraße vergeht wie im Flug. Wir können den Blick kaum von der wunderschönen Berglandschaft losreißen, während wir weiterfahren zur Aussichtsstelle Hochmais. Der wunderschöne Aussichtspunkt Hochmais liegt auf 1850 Meter und bietet spannende Blicke auf Gletscher, das Tal der 1000 Orchideen und die Hexenküche. Außerdem können hier einige 3000er bewundert werden. Besonders beeindruckend ist das große Wiesbachhorn, die Hohe Dock und der Fuscherkarkopf. Das große Wiesbachhorn ist mit seinen 3564 Metern das zweithöchste Bergmassiv in der Glocknergruppe. Sehr beeindruckt machen wir uns auf den Weg zu unserer letzten Station, Pifka. Das Haus stammt noch aus der Bauzeit der Großglocknerstraße und diente damals unter anderem als Basislager bei der Schneeräumung für ca. 15 Mann. Heute ist hier eine interessante Ausstellung untergebracht und ein Shop für Souvenirs und Andenken. Die wunderschönen Erinnerungen von der Großglockner Hochalpenstraße und dem Nationalpark Hohe Tauern werden uns noch lange begleiten. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, hier gewesen zu sein und die Schönheit der Natur erlebt zu haben. Wenn ihr also mal überlegt, hierher zu kommen, überlegt nicht, kommt einfach her. Es ist ein absolutes Must-See hier in Österreich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen dicken Daumen nach oben, das hilft mir und meinem Kanal sehr. Abonniert meinen Kanal und wenn ihr mehr Videos sehen wollt hier aus dieser wunderschönen Region, schaut auf meinem Kanal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis bald, euer Alex.
Am Nachmittag verlassen wir die Großglockner Hochalpenstraße an der Kassenstelle Verleiten. Unsere Reise hat ein Ende. Die Erinnerung daran wird für immer bleiben.